Hi. Hallo zusammen. Ja, wir melden uns zurück mit einem wichtigen Thema, wozu wir euch schon lange ein Update geben wollten. Ja, hi. Auch ich bin heute mit dabei. Schön, euch alle wiederzusehen. Wie ihr wisst, bin ich nicht mehr aktiv im operativen Geschäft von Sono Motors tätig. Trotzdem ist es super wichtig für mich, euch heute zusammen mit Laurin und Jonna zu diesem Thema abzuholen. Worum geht es heute? Es geht um die Sono-Punkte aus unserer Community-Kampagne von 2019-2020. Wir haben lange auf eine Rückmeldung von uns warten lassen. Denn ihr könnt euch sicher denken, das ganze Unterfangen ist rechtlich und steuerlich sehr komplex. Oh ja. Und das ist auch der Grund, wieso alles länger gedauert hat als gedacht und wir letztendlich auch nicht anders planen konnten. Für uns alle ist wichtig, dass ihr wisst, es gab nichts und niemanden, an dem wir uns hätten orientieren können. Ja, voll. Wir gehen damit sozusagen einen Schritt, den vor uns so noch niemand gegangen ist. Komplett neu. Ja. Daher freut es mich umso mehr, dass wir euch heute zu diesem Thema abholen können. Ja, zur Erinnerung, was sind Sono-Punkte eigentlich? Wir Gründer haben im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne die Rechte auf Gewinn aus insgesamt 64% der Anteile an Sono Motors der Community versprochen. Damit haben wir das Recht auf zukünftige Gewinne auf fast allen unseren Anteilen euch, also der Community, gegeben. Ja, denn über die Sono-Punkte wollen wir die Community ja auch am wirtschaftlichen Erfolg von Sono Motors teilhaben lassen, um gemeinsam unser Ziel einer Welt ohne fossile Energien zu erreichen. Ja, voll. Und über diese Sono-Punkte werdet ihr an den zukünftigen möglichen Gewinnen aus diesen Anteilen beteiligt, die eigentlich uns als Gründerinnen und Gründern zustehen würden. Also immer wenn wir Anteile verkaufen oder irgendwann Dividenden daraus erhalten, bekommt ihr den Gewinn daraus, nach Abzug von Kosten und Steuern natürlich. So, und wir wollen damit unseren Beitrag für eine gerechtere Welt leisten. Jeder und jedem von euch, der oder die eine Anzahlung auf den Sion geleistet hat, haben wir die Sono-Punkte zukommen lassen. Und wie viele Punkte das genau sind, hängt davon ab, wie viel ihr und wann ihr das angezahlt habt. Und ihr hattet da die Möglichkeit, bis zu 5 Sono-Punkte zu bekommen. Ja. Ihr könnt aber auch die aktuelle Anzahl eurer Sono-Punkte in eurem Account auf der Website immer einsehen. Und auch weiterhin geben wir noch Sono-Punkte für jeden voll angezahlten Sion aus. Und mehr dazu findet ihr auch in den Unterlagen aus dem Newsletter und in dem Login-Bereich auf der Website. Ihr fragt euch jetzt sicher auch, was ihr für eure Sono-Punkte bekommt. Kommen wir also zur Mechanik. Nun wird es etwas komplex, Oh ja. also holt euch eine Tasse Tee. Erst einmal ein paar Fakten. Nach unserem letzten Finanzierungsrunde Ende 20 liegt die Größe des Community Pools noch bei etwa 60% aller Anteile. Durch künftige Finanzierungsrunden wird sich das nochmal weiter reduzieren. Aktuell gibt es etwa 14.000 Sono-Punkte. Wir planen, weitere Sono-Punkte auszugeben, bis maximal 100.000 Sono-Punkte erreicht sind. Was bekommt ihr also? Naja, ihr bekommt euren proportionalen Anteil am Gewinn aus dem Verkauf der Anteile und möglichen künftigen Dividenden abzüglich Kosten für die Administration der Sono-Punkte und Steuern. Wenn wir beispielsweise in Zukunft alle Anteile verkaufen, würde der Gewinn den zukünftigen Marktpreis wieder abzüglich Kosten entsprechen. Und das würden wir proportional an euch verteilen. Deshalb könnt ihr mit der Formel hier und euren eigenen Annahmen berechnen, wie viel ein Sono-Punkt nach eurer Einschätzung wert ist. Bitte beachtet dabei, dass der Wert der Sono-Punkte eng am wirtschaftlichen Erfolg von Sono Motors liegt und Bewertungen deshalb sehr unsicher sind. So, und jetzt wollen wir euch erklären, wie wir euch die Sono-Punkte vertraglich zukommen lassen wollen. Denn im letzten Jahr haben wir das Thema intensiv geprüft und wir haben einen Weg gefunden, wie wir die steuerlichen und rechtlichen Hürden überwinden wollen. Und das wollen wir euch zeigen. Uns ist wichtig zu sagen, es geht uns nicht darum, uns zu bereichern, Voll. sondern es geht uns darum, unseren Erfolg mit euch zu teilen. Denn ihr seid unsere Community. Und mit Erfolg meine ich nicht nur unseren wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch unseren Erfolg, den wir mit unserer Vision von einem ersten nachhaltigen Auto haben werden. Ja. Unser aller Vision, der Grund, wieso Laurin, Jonna und ich dieses Projekt damals gestartet haben und der Grund, wieso ihr da draußen uns unterstützt habt. Zusammen sind wir so viele Schritte gegangen, dass heute erst ein weiterer Schritt in Richtung dieser gemeinsamen Vision.
Dafür haben wir uns mit unseren Beratern und Anwälten zusammengesetzt und einen Vorschlag erarbeitet. Heute möchten wir euch also zeigen, wo wir gerade stehen. Wir haben diesen Vorschlag an die Finanzbehörden geschickt, um eine verbindliche Auskunft einzuholen. Und diesen Vorschlag wollen wir euch auch gleich erklären. Aufgrund der steuerrechtlichen Komplexität lässt sich noch nicht sicher abschätzen, wie die Einschätzung der Finanzbehörden ausfällt. Deshalb, der Vorschlag steht daher unter dem Vorbehalt einer Rückmeldung der Finanzbehörden. Wenn die Behörden unserer Einschätzung folgen, dann setzen wir das so um. Andernfalls müssen wir den Vorschlag anpassen oder sogar einen neuen Lösungsvorschlag erarbeiten. Bitte beachtet, dass wir diese Lösung zunächst nur in Deutschland anbieten können. Sobald wir das in Deutschland geklärt haben, arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung für Reserviererinnen und Reservierer auch außerhalb von Deutschland. So, lasst uns jetzt zu den Details kommen. Und ich hoffe, ihr habt noch eure Tasse Tee in der Hand, denn es wird wieder komplex. 4 Schritte. Im ersten Schritt legen wir 3 Gründerinnen unsere Anteile für die Community in jeweils eigene Kommanditgesellschaften, die Founder-KGs. Diese Founder-KGs dienen insbesondere der leichten Administration der Sono-Punkte. Im zweiten Schritt schließen die KGs gemeinsam mit jedem dann bestehenden Inhaber der Sono-Punkte für jeden angezahlten Sion einen Vertrag ab, in dem unsere Gewinnbezugsrechte in Form einer Unterbeteiligung eingeräumt und damit die Sono-Punkte umgesetzt werden. Drittens, wenn die KGs Anteile dann verkauft oder in Zukunft bei guter Geschäftsentwicklung auch mögliche Dividenden erhält, werden die KGs diese Beträge in viertens nach Abzug von Verwaltungskosten und Steuern an euch zahlen. Fertig. Somit habt ihr dann am wirtschaftlichen Erfolg von Sono Motors teil. Nochmals wichtig, so wie eben beschrieben, wollen wir das alles umsetzen, aber das hängt natürlich alles von der Rückmeldung der Finanzbehörden ab. Okay, also, was bedeutet das jetzt für euch? Erstmal müsst ihr nichts weiter machen, das ist wichtig. Es ist uns hier vor allem darum gegangen, euch informiert zu halten und in diesen Umsetzungsprozess mit einzubeziehen. Und wir erwarten ja die Rückmeldung der Finanzbehörden in etwa Q2, Q3 und parallel arbeiten wir auch an der digitalen Umsetzung des Ganzen. Und uns liegt die Umwelt am Herzen, wie ihr wisst. Daher wollen wir auch nicht 1000 Verträge drucken und versenden, sondern wir wollen alles weitere digital machen. So, und sobald die steuerlichen Themen geklärt sind und wir dann grünes Licht von den Finanzbehörden bekommen, wollen wir euch diese Verträge schicken. Und sobald wir Gewinne aus den Anteilen erzielen, nehmt ihr daran teil. Und jetzt würde ich sagen, wir freuen uns auf eine spannende und gemeinsame Zukunft, in der wir die Welt gemeinsam frei von fossilen Energien machen. So, und genug von uns. Jetzt übergeben wir an Johannes, unseren Legal Counsel. Und der wird euch durch den Vertragsrahmen Stück für Stück komprimiert durchführen. Und jetzt wird es, glaube ich, richtig spannend. Also viel Spaß. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Hallo zusammen, ich bin Johannes, der Legal Counsel von Sono Motors. Wir von Sono Motors unterstützen die Gründer natürlich dabei, die Sono-Punkte umzusetzen. Ich möchte euch gleich im Anschluss den geplanten Vertrag zur Umsetzung der Sono-Punkte erklären. Wie ihr vorhin schon gehört habt, haben die Gründer jetzt ja einen ganz konkreten Vorschlag zur Umsetzung der Sono-Punkte, welchen sie gemeinsam mit einer renommierten großen Anwaltskanzlei ausgearbeitet haben. Den möchte ich jetzt gleich vorstellen. Beachtet aber bitte, dass sich der Vertrag abhängig von der Rückmeldung der Finanzverwaltung noch ändern kann oder die Gründer einen ganz neuen Vorschlag erarbeiten müssen, sollten die Finanzbehörden die Auffassung von ihnen nicht teilen. Bitte beachtet außerdem, dass diese Vorstellung des Vertragsentwurfs keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Insbesondere ist die Darstellung keine Rechtsberatung. Ihr müsst euch gegebenenfalls selbst rechtlichen oder steuerlichen Rat einholen. Bitte wendet euch dazu an euren Steuerberater oder Rechtsanwalt. Jetzt gehen wir also weiter zum eigentlichen Vertragsentwurf. Ich führe euch da jetzt Schritt für Schritt durch. Bitte beachtet, dass aktuell davon auszugehen ist, dass es je nach eurem Reservierungsdatum 2 leicht verschiedene Vertragstypen geben wird.
Ich stelle euch gleich den Vertrag für Käufer aus der Community Funding Kampagne vor. Der ist etwas länger als die von allen anderen. Bei dem Vertrag handelt es sich um eine sogenannte typische Unterbeteiligung. In diesem Fall werdet ihr aus den Unterbeteiligungen die Erträge aus dem Verkauf von Anteilen sowie Dividenden erhalten, die sich im Eigentum der Gründer bzw. ihrer Kommanditgesellschaften befinden. Daraus ergeben sich für euch aber keine gesellschaftsrechtlichen Pflichten oder Risiken. Ihr könnt also von diesem Vorteil der betroffenen Geschäftsanteile an den Sono Motors profitieren, habt aber nicht die ansonsten damit verbundenen Nachteile. Bei den Vertragspartnern, wir nennen sie Hauptbeteiligte, handelt es sich um die von den Gründern gegründeten Kommanditgesellschaften, die die Anteile hinter den Sono-Punkten halten werden. Also die Gründer legen ihre Anteile in diese Kommanditgesellschaften ein. Die Gründer haben Kommanditgesellschaften gewählt, weil diese die Einlage der Geschäftsanteile steuerfrei ermöglicht. Am Anfang des Vertrages geht es los mit den Vorbemerkungen. Seht ihr eine Übersicht in Ziffern 2, 3 und 4, wie viele Anteile die Kommanditgesellschaften der Gründer halten und den Kontext, dass ihr die Anteile versprochen bekommen habt als Community im Rahmen der Community Funding Kampagne. Das ist hier unter 5 geregelt. Nun geht's los mit dem eigentlichen Vertrag, Paragraph 1, Einräumung der Unterbeteiligung. Unter Absatz 1 wird klargestellt, dass dieser Vertrag alles regelt, was es zu den Sono-Punkten zu regeln gibt. Relativ übersichtlich. Absatz 2. Im Absatz 2 steht, dass sich eure Beteiligungsquote am Gewinn aus dem Verkauf von Anteilen und Dividenden der in die Kommanditgesellschaften eingebrachten Anteile nach eurer prozentualen Beteiligung an allen Sono-Punkten richtet. Außerdem wird klargestellt, dass die Gründer noch weitere Sono-Punkte ausgeben können. In Absatz 3 wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen dieser Vertrag wirksam werden soll und unter welchen er entfallen soll. So bitten die Gründer euch, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben, damit dieser Vertrag erstmal wirksam wird. Mit dieser Verzichtserklärung wird sichergestellt, dass nur dieser vorliegende Vertrag für die Sono-Punkte herangezogen wird. Dieser Absatz betrifft übrigens nur die Kunden aus der Community Funding Kampagne, also 1.12.2019 bis heute. Die entsprechende Erklärung werden wir aber gleich nochmal am Ende des Vertrages durchgehen, was es damit auf sich hat. Daneben stellen die Gründer hier auch noch klar, das ist hier ab B der Fall, dass die Sono-Punkte unter gewissen Voraussetzungen verfallen. Insbesondere, wenn ihr eure Bestellung storniert, die Anzahlung zurückfordert oder den Kauf des Sion nicht abschließen solltet. Die Gründer wollen hier damit einfach sicherstellen, dass die Sono-Punkte in der Community bleiben und nur Käufer des Sion daran teilhaben. Im Absatz 4 wird klargestellt, dass die Sono-Punkte euch von den Kommanditgesellschaften der Gründer angeboten werden sollen und nicht von Sono Motors. In Absatz 5, den ich euch schnell einblende, wird erklärt, dass die Sono-Punkte ein Dankeschön der Gründer sind. Außerdem wird klargestellt, dass ihr, wenn eine der auflösenden Bedingungen erfüllt wird, die Unterbeteiligung also nicht mehr besteht, keinerlei Forderungen gegenüber die Gründer haben sollt. Im Absatz 6 geht es auch schon weiter. Dort wird auf den Fall eingegangen, dass ein anderer Unterbeteiligungsinhaber seine Unterbeteiligung verliert, beispielsweise weil er oder sie storniert. Dann gehen die Sono-Punkte an die Gründer zurück und deine Beteiligungsquote und die der anderen Inhaber ist davon nicht betroffen. Wenn Sono Motors oder die Sono Group NV Kapital aufnimmt und zu diesem Zweck neue Geschäftsanteile geschaffen werden, auf der Ebene der Sono Group NV, dann wird in Absatz 7 klargestellt, dass die Unterbeteiligung nicht an dieser Kapitalerhöhung teilnimmt. Das bedeutet, dass sie verwässert, wie man sagt. Und wenn die Gründer ihre Anteile irgendwie wandeln oder tauschen, etwa weil die Sono Group gekauft wird und es zu einem Aktientausch kommt, basieren die Sono-Punkte dann auf diesem neuen Vermögensgegenstand,
den die Gründer halten. Unter Umständen braucht es dann eine Vertragsänderung und diese wird euch in dem Absatz 8 hier zugesichert. Schließlich sieht der Absatz 9 vor, dass die Gründer bzw. deren Kommanditgesellschaften, die ja die Anteile halten, weiter Sono-Punkte ausgeben können und dadurch euer prozentualer Anteil am gesamten Pool der Sono-Punkte noch etwas sinken wird. Aktuell planen die Gründer bis zu 100.000 Punkte in den nächsten Jahren auszugeben. Paragraph 2 ist relativ simpel und hat quasi keine Relevanz für euch. Das Geschäftsjahr unserer Holding, also der Sono Group NV, ist auch das Geschäftsjahr der geplanten Unterbeteiligung. In Paragraph 3 wird die Geschäftsführung geregelt. Dort wird geregelt, dass die Kommanditgesellschaften der Gründer die Anteile hinter den Sono-Punkten verwalten und entscheiden, wann zum Beispiel ein guter Zeitpunkt ist, um Anteile zu verkaufen und euch am Gewinn teilhaben zu lassen. Die Community wird im Aufsichtsrat der Sono Group NV durch ein von der Community gewähltes Mitglied, aktuell Sebastian Böttger, vertreten, um eure Perspektive insgesamt zu vertreten. An den Kommanditgesellschaften, die die Aktien hinter den Sono-Punkten verwalten, seid ihr allerdings nicht gesellschaftsrechtlich beteiligt oder irgendwie involviert. In Paragraph 4 geht es um Informationen und Daten. Die Kommanditgesellschaften brauchen von euch personenbezogene Daten, um euch zum Beispiel die Gewinne aus den Sono-Punkten zukommen zu lassen. Dieser Paragraph 4 wird wahrscheinlich nochmals angepasst, bevor der Vertrag verwendet werden kann. Bitte einfach als grundsätzlicher Hinweis, haltet eure Daten stets aktuell. Die Kommanditgesellschaften und deren Beauftragte fragen natürlich nur nach den Daten, die sie zur Umsetzung der Sono-Punkte bzw. der Unterbeteiligung und zur Verteilung der Gewinne an euch zwingend brauchen werden. Diese Daten werden natürlich vertraulich behandelt. Die genauen Datenverwendung wird euch, sofern wir das Konzept so überhaupt umsetzen können, Stichwort Finanzverwaltung, mitgeteilt, wenn die Kommanditgesellschaften den Gründern euch die Verträge zur Unterschrift zusenden. Gehen wir auch gleich weiter zum Absatz 5. Hier wird es spannend, denn es geht um die sogenannte Ergebnisverteilung, also wie die Gründer bzw. deren Kommanditgesellschaften euch die Gewinne aus den Sono-Punkten zukommen lassen wollen. Nach Absatz 1 bekommt ihr die Gewinne aus dem Verkauf von Anteilen sowie Dividenden aus den Anteilen, die in die Kommanditgesellschaften eingelegt werden. Davon werden lediglich die auch im Vorfeld anfallenden Aufwendungen, also zum Beispiel Kosten, Gebühren etc. sowie gegebenenfalls gewisse Steuern abgezogen. Eure eigenen Steuern aus den Erträgen müsst ihr aber bitte natürlich selber bezahlen. Sollte Sono Motors Verluste machen, sollt ihr nach Absatz 2 an diesen Verlusten nicht beteiligt werden. In Absatz 3 gebt ihr den Gründern bzw. den Kommanditgesellschaften die Möglichkeit, bei Ausschüttungen an euch so lange zu warten, bis sich mindestens 50 € je rechnerischem Sono-Punkt für euch angesammelt hat. Das dient der Reduzierung von Komplexität und Transaktionskosten. Im Absatz 4 schließlich wird klargestellt, dass jeder von euch die auf die Ausschüttung anfallenden Steuern selber tragen muss. Leider können weder die Gründer noch Sono Motors euch hier beraten, da die steuerliche Situation von jedem von euch ja sehr unterschiedlich ist. Am besten lasst ihr euch von eurem Steuerberater beraten, sobald die Verträge final sind. Weiter zum Paragraph 6, Laufzeit und Kündigung. Die Gründer haben für den Vertrag eine Laufzeit bis zum 31.12.2045 vorgesehen. Warum? Eine unendliche Laufzeit eines solchen Vertrages, der dann nicht gekündigt werden könnte durch die Gründer zum Beispiel, wäre rechtlich nicht sicher möglich. Dieses weit in der Zukunft liegende Datum soll euch schützen, damit die Gründer nicht vorher aus dem Vertrag ausscheiden können, wenn sie denn wollen, denn ein befristeter Vertrag ist anders auszugestalten. Das dient tatsächlich eurem Schutz. Das Ziel der Gründer ist es aber ganz klar, dass ihr in den kommenden Jahren bereits von den Sono-Punkten wirtschaftlich profitieren sollt. Weiter geht's zu Paragraph 7. Hier wird geregelt,
was passiert, wenn ihr in die Insolvenz rutschen solltet oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen euch eingeleitet werden. In diesem Fall verfallen eure Ansprüche an den Sono-Punkten leider. Das dient tatsächlich dem Schutz des Sono-Punkte-Pools vor einem möglichen Insolvenzverwalter und allen entsprechenden Konsequenzen. Für den Fall, dass ihr versterben solltet, könnt ihr eure Sono-Punkte bzw. eure Unterbeteiligung nach § 8 vererben. Habt bitte Verständnis dafür, dass ihr eure Sono-Punkte bzw. die Unterbeteiligung ohne unsere Zustimmung nicht verkaufen oder sonst wie darüber verfügen könnt. Das ist hier im § 9 ausdrücklich geregelt. Ein Handel mit den Sono-Punkten bzw. den Unterbeteiligungen muss aus rechtlichen Gründen zwingend ausgeschlossen bleiben und die damit verbundenen administrativen Kosten sollen natürlich auch vermieden werden. Für den regelmäßigen Handel wird es gegebenenfalls in Zukunft irgendwann sowas wie Sono-Aktien geben, die dann an einer Börse erworben und gehandelt werden können. Hinter § 10 steht die Regelung, dass es, also hier geht es eigentlich nur um das Verhältnis zwischen Unterbeteiligung und Hauptbeteiligung. Wir haben das vorsorglich aufnehmen müssen, beziehungsweise die Gründer haben das vorsorglich aufnehmen müssen, um sicherzustellen, dass die Gründer nicht gegen mögliche Pflichten, die sie gegenüber Sono Motors oder der Sono Group NV haben, verstoßen. Nur vorsorglich aufgenommen. Nun noch das Thema Verjährung, § 11. Bitte stellt sicher, dass eure Daten stets aktuell sind. Wenn die Kommanditgesellschaften der Gründer oder deren Beauftragte euch bei einer Ausschüttung eines Betrages aus der Unterbeteiligung 3 Monate lang nicht erreichen können, habt ihr leider keinen Anspruch mehr auf diese Ausschüttung. Auch hier wieder müssen wir die Fristen und Prozesse so ausgestalten, dass wir die Sono-Punkte für alle Beteiligten fair gestalten können. Wie vorhin schon erwähnt, werden die Aufwendungen von den ausgeschütteten Gewinnen abgezogen. Daher wollen wir die Kosten so gering wie möglich halten. Der eigentliche Vertrag endet, wie die meisten Verträge in § 12, mit einer typischen Schlussbestimmung und einer salvatorischen Klausel. Anschließend kommen wir zu den Unterschriftenseiten. Diese könnten womöglich wegfallen, wenn der Vertragsschluss digital erfolgt. Das werden wir noch sehen. Und zuletzt finden wir hier noch, und das betrifft, wie anfangs schon gesagt, nur die Sono-Punkte-Inhaber aus der Community Funding-Kampagne und diejenigen, die nach der Kampagne einen Sion voll angezahlt haben, diese Verzichtserklärung. Diese wurde vorgesehen, um klarzustellen, dass alle Ansprüche aus den Sono-Punkten mit diesem Unterbeteiligungsvertrag abschließend geregelt sind und ihr darüber hinaus keine Ansprüche gegen die Gründer oder Sono Motors oder der Sono Group NV erhebt. Wie vorhin schon gesagt, die Sono-Punkte sind ein Dankeschön seitens der Gründer für eure Unterstützung und eure Bereitschaft, gemeinsam für eine gute Sache zu kämpfen. Die Bereitschaft der Gründer, auf diesen Teil ihres Privatvermögens zu verzichten, mit Abstand der größte Teil ihres Privatvermögens, soll aber natürlich zu keinen Ansprüchen darüber hinaus gegen die Gründer führen können. Ihr habt gesehen, die Gründer haben schon eine sehr klare Vorstellung, denn wir sind schon am Schluss von diesem Vertrag, davon, wie sie die Sono-Punkte vertraglich ausgestalten wollen, um euch an künftigen Gewinnen teilhaben zu lassen. Die Umsetzung hängt aber eben davon ab, wie die Rückmeldung der Finanzverwaltung zu steuerlichen Themen ist. Bitte bedenkt, wenn die Behörden der Auffassung der Gründer nicht folgen sollten, müssen die Gründer einen möglicherweise völlig neuen Ansatz wählen oder diesen Vertrag wesentlich umgestalten. Es hängt also von Dritten ab, wir können das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist natürlich keine Zusage, dass die Sono-Punkte-Umsetzung so oder exakt so erfolgt. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass dieses Video keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit erhebt. Dieses Video stellt insbesondere auch keinerlei Rechtsberatung oder Steuerberatung dar. Bitte wendet euch für eine solche an euren Steuerberater bzw. euren Rechtsanwalt. Nun möchte ich mich im Namen der Gründer von Laurin, Navina und Jona nochmal ganz herzlich bei euch für euer Vertrauen bedanken. Es freut uns sehr,
dass wir jetzt eine ganz klare Perspektive haben, wie die Gründer euch die Sono-Punkte nun auch vertraglich zukommen lassen könnten. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir, dass wir nun sehr nah in der Umsetzung sind. In diesem Sinne alles Gute und bis bald, euer Johannes.